Frankreich, das Land der Liebe, der Leidenschaft, des guten Essens, des Lavendelluftes. Ich könnte noch stundenlang weiter über dieses herrliche Land reden. Doch wie sieht es in puncto Automobilbau aus? Rost, Rost, Rost. Ah, das ist eine Renault, welche heutzutage selten auf den Straßen dieser Welt anzutreffen ist, aber welche eine umso größere Erwähnung wert ist. Das ist er. Entwickelt von TVR, Tom Walkinshaw Racing, einer Rennwagenschmiede, welche neben Erfolgen im Motorsport auch bei Entwicklungen von anderen Autoherstellern beteiligt war. Der Renault Clio V6 24V. Eingeführt im September 98 mit dem Ziel, die erste Version des Clio abzulösen. Angetrieben von einem 3 Liter V6 mit brachialen 232 PS, von 0 auf 100 in gut 6,4 Sekunden. Topspeed 244 km/h. Ein extremes Auto, fast schon größenwahnsinnig. Man fragt sich, was die Ingenieure und Designer damals bei Renault geraucht haben. Als der Prototyp Ende der 90er der Presse vorgestellt wurde, verglich man ihn sofort mit Pamela Anderson. Und das nicht etwa wegen ihres Schauspieltalents. Der Clio RS V6 24V ist ein Sondermodell, bei dem die Rücksitze einem 3 Liter V6 Motor, welcher auch in anderen Sportwagen mit Mittelmotor wie dem Laguna verbaut wurde, weichen mussten. Zusätzlich zu den vielen PS-Zahlen gehörten noch 6000 Umdrehungen pro Minute sowie knappe 300 Newtonmeter bei 3750 Umdrehungen dazu. Die vor Power nur so strotzenden Pferdchen werden durch ein manuelles Sechsganggetriebe im Zaum gehalten. Die Radaufhängung sowohl an Vorder- als auch an der Hinterachse basiert auf speziell entwickelten Federbeinen. Zudem wurden an beiden Enden unterschiedliche Reifengrößen montiert. Vorne in den Dimensionen 205/50 R17 und hinten bullige Gummischlappen in den Dimensionen 235/45 R17. Die Schlappen des Clio V6 haben eine so gute Bodenhaftung, dass sie eines F1-Boliden würdig sind. Fuß auf die Bremse, Drehzahl hochjagen und ab die Post. Zur Serienausstattung im Innenraum gehörten zudem ein Radio mit CD-Wechsler, elektrische Fensterheber, eine Klimaanlage sowie getönte Scheiben. Obwohl ich mich frage, wozu der ganze technische und nicht technische Firlefanz, wenn man eh wieder mit 200 km/h unterwegs ist. Als ob das was besser machen würde. Und nun kommt wieder eine Code Lab auf unserem Track. Mal sehen, wie sich der kleine französische Terrier schlägt. Und da ist er gestartet. Sehr flott durch die erste Kurve. Uiuiui, da hat wohl der zweite geklemmt. Naja, aber das ist so eine Eigenart dieser französischen Autos. Mit Tempo in die Hammerhead.
rasant wieder raus beschleunigt. Ich hab's doch gesagt, er hat Reifen wie ein Formel 1 Auto. 1A Bodenhaftung. Mit quietschenden Reifen in die Follow-Through. Flott an den Reifen vorbei. Jetzt die letzten beiden Kurven. Rasant rein mit einem Drift. Rein in die Gamben. Und über die Ziellinie. Und die Zeit des Renault betrug 1:32,6. Das ist unglaublich, dass der Bugatti schneller war als der Clio. Aber na gut, das lag wahrscheinlich am verkorksten zweiten Gang in der Chicago. Beim Thema Design braucht es, glaube ich, gar keinen Diskussionsbedarf. Der Clio sieht aus wie eine französische Bulldogge auf Steroiden. Trotzdem ist seine Leistung unverkennbar grandios. Dank seines kurzen Radstandes, welcher nur 2,4 Meter beträgt, er ein relativ kurzes Auto mit nur 3,7 Metern Länge ist, in der Höhe nur 1,4 Meter misst und die Breite 1,6 Meter beträgt, ist er in den Kurven und auf der Straße sehr agil unterwegs. Und trotz des eher spärlichen Angebots in den beiden Kofferräumen vorne sowie hinten findet sich vielleicht noch für eine französische Bulldogge Platz.